Let's Play Red Dead Redemption 2. Ja, ich muss sagen, das ist jetzt eher eine spontane Aufnahme, die ich hier mache. Ganz einfach, weil ich gerade richtig Bock habe auf das Game. Und da dachte ich mir, hey, komm, machst du doch mal noch, was ist denn das jetzt? Folge 22 müsste das jetzt sein. Und ja, was machen wir heute? Also einerseits möchte ich gerne Captain Blaubeer hier oben erschießen. Ja, ihr habt richtig gehört. Und andererseits möchte ich herausfinden, was Leopold von uns will. Dann hat wohl Sean irgendein Einbruchsziel, das werden wir wohl als erstes machen, denn die verschwinden relativ zeitnah. Und dann werden wir... Kann auch sein, dass manches dann in den nächsten Part fällt, je nachdem. Und dann werden wir uns mal hier in Rhodes umschauen. Also wir werden mal hier zum Hehler gehen. Wir haben, denke ich mal, wieder ein bisschen was zum Kaufen und zum Verkaufen. Und wir werden zum Büchsenmacher gehen und wir werden schauen, ob wir neue Klamotten bekommen können. Denn auch ein abgehalfterter Cowboy, Räuber braucht hin und wieder mal was Schönes dazu. So, aber ich würde sagen, wir schauen erstmal, was Sean hier für uns bereitgestellt hat. Ja. Yeah. So, tell me, is your people, Jacobites or English lovers, are there? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here? Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. A couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. And he tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was, shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. You believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. I saw 3 of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. All right. What the hell? Let's go check it out. Them sons of bitches think they're mean. They're about to get a lesson in mean. You just keep your cool, you hear me? Okay. Right, follow me. How far is this place? It's a bit of a ride, not too bad. Back up north a stretch, not far from the state line. All right. Ich finde ja dieses lässige einhändige Reiten finde ich ja super. Jeder die Zügel nur mit einer Hand hält und mit seiner Hand seicht schwingen lässt. So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. I got a long nose for these things. Dutch has always honoured us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told. I go after it. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Das ist vielleicht ganz sinnvoll. Dutch knows my value to the cause, as from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works? We split half, other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, I know. How many times do you have to tell me? But
What's that box by his tent for, then? Camp funds, supplies, and the like. The fact you don't know that suggests you clearly ain't put much in it. I always pay me way. Don't you worry. You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. What about that train job with the oil wagon? Made a good show in there, didn't I? You got knocked out. Ah, that's what you choose to remember. We got paid. We got out of there. Got knocked out in Blackwater, too, didn't you? Now, that was bloody chaos. Did you get split off with Mac? No, didn't see him. I lost your boys at some point when he was getting out of town. Aber die ganze Zeit nicht They reden, caught wenn up wir with erzählen. Mac a couple of days after. Davy was finished by the time we got up the Das ist bei mountains. uns dann mittlerweile, glaub ich, so. Jenny didn't even make it that far. Those bounty hunters strung me up, beat me, pulled teeth, burned me feet. I didn't breathe a word about nothing, I swear. Good. And it's time folks stopped giving Dutch a hard time about all that Blackwater business, if you ask me. The man's not a fortune teller. You can plan, you can use your head. All right, that'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming up. Gut. All right, it's going to be off the road up ahead. Jetzt kann ich ein bisschen was erzählen. Tja, Up here, Morgan. ganz schön langer wird hier. Sehr beinahe Nacht. Ja, ich habe eigentlich wirklich gedacht, dass das Spiel so anfängt mit der Suche von Blackwater. Weil ich habe das im Trailer schon mal gesehen. Da ist man Hardcore-Fälle in Blackwater. Wahrscheinlich kommt das irgendwann als Let's leave the horses here and go the rest on foot. I want them to hear us coming. Rückblick. Here, I'll deal with them. Let's make sure Vielleicht kommt es auch gar nicht. before we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. Was sind die Schrotfilter? Ich glaube, es ist sowieso nicht so viel interessant. Look, there's one of them outside. This is good. It is? Leave it to me. I'll do the talking. You hang back. Zurückhalten heißt hier stehen bleiben oder zurückhalten einfach nur dahinter stehen und nett aussehen? Okay, er meckert nicht, also soll man schon laufen. Ich habe übrigens letztens gelesen, dass man bei Red Dead Redemption auch durchaus von Blitz getroffen werden kann. Ich habe auch ein Video dazu gesehen. Sogar im eigenen Game. Hey there! Wo ich sagen muss, die Animation stimmt. Oh! I'm gonna give you and your daddy about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, we don't want no trouble. We just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. About a dozen of them, coming up east. What? Where? Right here. Heads up, Arthur. Here come the rest of them. They're coming out. We got more coming out of the woods. What the hell, Arthur? Who's going to tell us where the money's stashed now, huh? All right. Guess we should give the place a look, see what we can find. Richtig. So, Mann, das hätte er echt mal eher sagen können. Mann, dann bin ich hier der Einzige, der hier wirklich was weiß. Der steht nur daneben mit seinem Einhandrevolver da. Was war das für Schrecken? Gesundheit.
God damn it. There ain't much. I'm heading back to camp. Should have kept one alive. Meine Schuld oder was? So, wird das jetzt als fehlgeschlagen, ne? Hätte das Spiel aber auch mal sagen können, weißt du, ich lese die Untertitel nicht, wenn ich in der Schießerei bin. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ja, wir kriegen ein bisschen Lebensmittel. Oh, Dungeon-Mission für uns. Ja, ist anscheinend wirklich... fehlgeschlagen. Zigarettenbild. Oh, was ist hier? Was ist das denn? Oh. Endlich! Der Double-Action-Revolver. Hat sich doch gelohnt. Hat sich definitiv gelohnt. Oh, wir müssen wir noch ein bisschen sauber machen. Wir müssen auch mal zum... Schwarzgebrannter. Gut. Okay, auch wenn wir jetzt hier nicht das Riesengeld gefunden haben. Das ist natürlich schade. Aber ist schon ein bisschen doof, also... Yep. Oder hätte man das mit einer Zwischensequenz verhindern können, dass man den erschießt, weil ich lese die Untertitel nicht ganz einfach. Beim Schießen gucke ich einfach nicht da unten hin. Ein bisschen schade. Oh, this is a pretty pickle. Was ist das denn? What the devil are you looking at? I'm sorry? No, I'm sorry. I'm ruined. Ruined! How so? It's a disaster. Who wants to see a woman wrangle wild animals who doesn't have any bloody wild animals? Come to America, they said. Come to the land of opportunity, they said. Sod you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I don't want to be in the army. Ooh. Now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand any of that. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame wild beasts. And you were the woman. Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. Why? My animals, they escaped. And now I'm buggered. What escaped? A priceless Ranjaniki tiger from the slopes of the Hindu Heights. A fantastic, elusive zebra from the plains of Ongo Bongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent lion from the grasslands of Tanganyika. Yeah, I see your problem. They're pretty hard to come by around here. Listen, friend,
Help a fellow out, would you? I'm beyond desperate. If you see any of them, will you bring them back here? If I see a tiger or a lion or a zebra just roaming around. Exactly. Well, I believe the zebra's up near Leonard Sod. Distinctive creature that he is. I'll make it worth your while. All right, madam. It's bloody Margaret, not madam. Margaret. Mistress of fucking danger. Okay then, girl. Oh Gott. Ach du Schande. Wie soll man dem denn bitte schön Löwen und Tiger einfangen? Also das Zebra, okay. Giddy up. Also das kann ich noch verstehen. Das kann man auch noch. Das kann man auch noch machen, aber. Wie soll man denn bitte schön Tiger einfangen? Also ich kann mir jetzt nur so vorstellen, dass die Tiere sehr, sehr zahm sind und solange wir die nicht angreifen, greifen die uns nicht an, also können wir die ganz normal fangen. Oder wir kriegen Betäubungsmunition. Oder müssen wir sie noch kaufen? Ich denke mal, ja, wir müssen sie noch kaufen. Ja. Das ist etwas belastend. Ja, gib mir das fertig. Ich habe übrigens, also ich habe mich selber nicht gespoilert. Ich habe aber durch Zufall mehr oder weniger gelesen, weil ich also News über Red Dead Redemption 2 lese, beziehungsweise wenn so Updates kommen und was auf dem Plan sein soll, könnte Ja. und durch Zufall gelesen, dass man irgendwie nach der Story mit am Schluss, wie beim ersten Teil, nicht mit dem eigentlichen Haupthelden des Games, sondern dass man dann mit John Marston spielt. Wo seine Frau und sein Sohn entführt worden ist, also bevor sozusagen der erste Teil einsetzt. Würde mich natürlich freuen. Ich kann es allerdings nicht bestätigen, ich habe mir auch kein Video dazu angeschaut, also ich habe es wirklich bloß gelesen. Das war auch auf Englisch, das war auch nicht auf Englisch. Und dadurch konnte ich, ehrlich gesagt, wollte ich es auch gar nicht ratifizieren. Oder verifizieren, sagt man ja. Easy. So, jetzt gibt dem verfickten Pferd doch endlich mal was zu essen. Mann, Arthur, du bist echt nicht zu It's gebrauchen. all right, girl. Er gibt dem wirklich nichts zu essen. Easy now. Warum funktioniert das nicht? Ich habe das noch nicht so wirklich... It's okay. Ach, weißt du was? Giddy up. Nicht am Arsch, weißt du. Manchmal klappt das mit dem Essen, manchmal nicht. Das ist so verwirrend. Das ist einfach nur verwirrend. Ja, des Weiteren habe ich mich mal so erkundigt, was für Charaktere aus dem ersten Teil uns vielleicht noch begegnen. Da habe ich allerdings nichts Konkretes gefunden. I don't like troublemakers on my ranch. Leave now. It's all good. Calm down. Get out of here. I had enough of you. That's right. Keep going. Easy. Go to hell. Get. Was sollte das jetzt werden? Weil ich habe nicht mal auf ihn gezielt, weißt du? Okay, jetzt werden natürlich hier die Tierschützer kommen und sagen, der arme Hund. Na gut. Bisonhorn Talisman. Naja, wir sind ja auch ein Outlaw. Aber man kann mir nicht vorwerfen, dass ich den Konflikt geschürt habe. Ich habe vorher auf Entschärfen gedrückt und ich wollte ihn eigentlich auch nicht.
Und er kam mir aber so gefährlich hinterher. Und vor allen Dingen dachte ich, okay, jetzt ziehe ich mal vorsichtshalber meine Waffe, falls er doch anfängt mit Schießen. Und kaum habe ich meine Waffe in der Hand, ich habe nichts gemacht, fängt er an auf mich zu schießen. Wer auf mich schießt, dem kenne ich keine Gnade. So. Dafür wir essen mal ein Stück Käse. Tierkarabiner brauchen wir jetzt nicht. Aber Waldrian jetzt. Zigaretten. Ja, auch nicht schädlich. So, Schrank durchsuchen. Können, denke ich mal, unsere Zigaretten können wir eigentlich auch spenden. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein totaler Gegner vom Rauchen, aber es liegt bei mir aus dem einfachen Grund, dass ich dafür einfach zu geizig bin. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich nicht rauche. Ich weiß, wir finden die Zigaretten hier mehr oder weniger auf der Straße, aber trotzdem, dadurch, dass es ja auch hier im Spiel so ist, dass es einem ein bisschen Leben abzieht, beziehungsweise falsche Taste. An Assassin's Creed gedacht. Ja, aber du solltest ihn eigentlich aufs Bett legen, aber so geht's auch. Na gut. Ist schade um ihn. Go, go! Die Ziegen sind auch abgehauen. Slow it up. Oh ja, das stimmt. Oh nein, er hat ja schon jemanden begraben. Oh Mann. Das tut mir jetzt irgendwie leid. Was macht der? Hafer? Akkuersparnisse anzeigen. Easy, easy. Ah, da ist das Zebra. Yep. Look here. Gotcha. Whoa. What have they done to you? Oh Gott, der hat einen Esel angemalt. Come on now. Okay, das ist jetzt wirklich wesentlich schlimmer als... Easy. Okay, nee, das ist jetzt wirklich... Also das geht nicht. Esel angemalt. Okay, da muss ich mir natürlich... Enough. muss ich mir natürlich muss ich mir natürlich keine Sorgen machen, dass der Tiger ein Tiger ist. Das wird wahrscheinlich nur How easy there. der Löwe wird wahrscheinlich nur sein. Yep. Einfach mit Fell. Come here. Ich glaube nicht, dass ein Zebra die Arme macht. Das glaube ich nicht. Hey, hey. Sollten wir die Möglichkeit haben, ihm einen zu verpassen dafür, dass er den Esel hier angemalt hat. Ja. Ich weiß, ich habe
go. Beschissener Esel, ey, jetzt. Easy. Whoa. Easy, easy. Hier hätte man natürlich jetzt gehofft, dass das Spiel so realistisch ist, dass wenn man an Bäumen vorbeireitet, sich das Seil darin verhakt. Hätte man durchaus wissen können. Good grief! You found him! Our zebra! Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion, a trick of the eye to bamboozle the senses, confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of mumbo-jumbo land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning, there, in the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary? It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment, Of course, of course. I shall make it worth your while. But, first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Caliga Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Er ist natürlich Brite. Na gut, dann tun wir ihm halt nicht den Gefallen. Ja, und wie es üblich bei diesem Spiel ist, kommen wir natürlich nicht dazu. Ja. Das was man so stört mich auch heute gar nicht mal so doll, weil es ist ja eher ein spontaner Part. Kann spontan sein. Ich bin ja nur hier oben gelandet, weil ich jetzt diesen Überfall mit Schaut habe. Diesen mächtigen Überfall mit Schaut. Okay, then. Kann man ruhig etwas spontan sein. Ich sag mal, die Missionen mit den fremden Personen sind ja eigentlich ganz abwechslungsreich, ganz lustig. Hat sich Rockstar bei diesen Missionen immer schon ausgedrückt, was die Persönlichkeit dieser Menschen angeht. Ich erinnere noch an die verschiedenen fremden Missionen aus GTA 5. Hey, partner. Die krasseste war die mit Trevor, wo man mit so einem älteren Ehepaar Stars jagt und dann irgendwann einen entführt. Das war mit Trevor, ja, das war mit Trevor. Das fand ich war so die krasseste. Oder der Kifferwahnsinn. Kifferwahnsinn ist sie, glaube ich. Das konnte man sogar mit allen drei machen. Easy. Whoa. Yep. My friend, sit down. Because we are here today for a very special occasion. It is imperative that we reestablish sanity and supremacy before it is too late. Our numbers are waning. Thanks to the fools in Congress and their ludicrous ideas. Damn! But today, Black Demon!
blood-blooded rodents. I'll kill all you bastards. Käse essen. Schade. Oder erzähl mit der schwarzen Brille noch alles schnell. Easy. Gar nicht. Yep. Hey, mister. Oh. Miss. Howdy, mister. Did, you lose a tiger? Yeah, you found one? Nah, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. You're lying from Timbuktu, weren't you? From Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a feller could never tell. Of course. Which way to go? Into them shrubs over there. Okay. Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. Okay. That first set of shrubs, that's where I lost sight of him. I got it. Da hier nicht so eine Art. Got the trail. Ach, genau. Ah, hier. These are paw prints. I'm gonna move this wagon up. You paint this dog? There's some pigment here. Looks like black blood to me. Shit. Well, what's this? Oh, darn. Oh nein. Found your dog. Ex-dog, ex-lion. Hey, boy! Oh, where's the rest of them? I think a cougar took him. That'd be Stripey. And I always thought they got along. Your tiger is a wild cat? Uh-huh. What else? You still need it back? Oh, yes, sir. She's our star attraction. Well, let's hope it wants the other half of its dinner. The other half? Really? I'm gonna put him in your wagon. You find somewhere to hide. Oh. Well, behind that log, then. Okay. Scrubs up. Stay down. She won't be too far away. Come quick. I went out to find a tiger, Cougar, you mean? and I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you.
Especially when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. It's coming. Look, I really don't think she'll eat the dog. Like I said, they was friends. Shut it. Oh, well, I guess she's real hungry. She's feral. I'm locking her in. Sorry, girl. All right. Let's go. We got her! Okay. Drive, will you? And I'll keep an eye on her. Sure thing. Let's get her back to Mr. Margaret. She's still eating. I would have thought, since they was close and all. Well, wild creatures turn on each other. Seeming friendly one minute, thinner the next. Viciousness comes easy. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. Is that right? No. Oh, not really. Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. Arthur Morgan. Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this racket? I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret, we got to talking, and well, you can probably tell, in this field, he's the ace of spades. He's a card, all right. It's my modest hope, one day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. I'd say you got that sewn up and then some. You think? I hope so. Top 5, at least. Depends on how many more fellers throw their hat in the ring. Maybe one of these days, the best female for the job will actually be a female. Oh, I don't know if that'll ever happen. Yep. Das geht doch vorher. We lost the main road around here when the dust was up. Be careful or you might get wrecked too. Okay. You know the only thing to do in a dust storm is wait it out? Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. I imagine you're right about that. We was tearing around here, looking for any kind of landmark when over we go. Whole caravan toppled. Found each other and some shelter, but when the wind died down, the animals was gone. And now they're back. Some of them, at least. Thanks to you. You would have managed it yourself. I just helped you along. If you ever want to get in the sideshow business, I'm sure there'd be a place for a fellow like you. I'll leave the professional theatrics to better women than me. There it is, the caravan. Couldn't miss him if you wanted to. Mr. Mark? Aha! I see you found each other. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good, jolly good. You know, tarring and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint, makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cow barn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. You got any word on the lion? Yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister.
be a dear and fix me a Ist jetzt gin. abgeschlossen. Jetzt werden wir auch noch... Ach, Leute. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen nervig, dass wir jetzt hier 3-mal nach Tieren suchen müssen. Das finde ich... Das ist jetzt ein bisschen... Naja. Ich überlege, ob wir das jetzt... Ach, wir schließen das jetzt ab. Ist er hoffentlich zufrieden und dann kann er mich, wie gesagt, doch ganz normal. Irgendwie nervt es mich gerade. Ich habe hier noch ein Tier und ich kann dich nicht bezahlen. Naja, aber Geld. Nee, ich habe ja noch ein Tier, was verschwunden ist. So. Mann, Leute. Das reicht mir gerade. In here. Oh, yeah? It's as big as a mule and as mean as a hellcat. It looked like a lion to me. That's a dog in there. Dog? Now, if you'll excuse me. Step aside. What? I said step aside. Yeah, boy. Didn't look like no dog. Come here, boy. Let's go. Look what you've done! Look what you've done! Son of a bitch. I'll take care of this. Sweet mother. Easy, boy. Easy. Shit! Woo, he got it! He shot the thing! Is it dead? I pray the thing's a goner. Whoever owned that beast's got some answering to do. Das ist tatsächlich ein Löwe gewesen. Was der du denn da? I've never seen one of those before, and I hope I don't again. So. Dadurch, dass der Hehler ja hier sowieso gerade nicht anwesend ist, müssen wir das wohl in der nächsten Folge machen. So. Jetzt war es das aber. Also noch im 5. Teil von der Mission. Das ist das ist irgendwie gerade. Ich meine, das war jetzt nochmal spannend, dass das jetzt wirklich nochmal. Das ist nicht wirklich das war der Riesenland oder Riesenland.
einzige andere Spannende, was jetzt die Folge passiert ist, wir sind mit Fokus zusammengegeben. Wir haben sie natürlich getötet. Wir hätten natürlich auch noch zuhören können, was sie für Bilder von sich absondern, aber naja. Ja. Das haben wir jetzt weg. Odysseus returns! Sally, get the cages ready! Yes, sir, Mr. Margaret, right away. Man-eating lion. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking You for... haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I A knew. goose will hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is Ramo, boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have just the thing. And what a treasure it is! You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for the line? He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. Or at least I'll be on the bill. Sogar Gold. Ja, ist das Gold? Oh, ja. Come on, girl. Naja. Bezweifelt zwar, dass das ein echter Smaragd war, aber... Easy now. Naja, gut. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die wird dann, denke ich mal, nicht ganz so spontan sein. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen bei dieser doch etwas eher kontroversen Mission, würde ich es mal nennen. Und bis dahin, tschüss.